Herzlich willkommen zum nächsten Teil der Reihe Erste Schritte im Fassadenbau. In den ersten Schritten haben wir ja die Fassade erzeugt, diese abgeändert, Konsolen und Verbindungen hinzugefügt und auch Änderungen ans Logikal übertragen. Weiters haben wir danach die ersten Schnitte versucht, das heißt, ich habe die ersten Schnitte angelegt mit Detailansichten, welche natürlich noch bei Weitem nicht fertig sind. Das war einfach nur mal zum Zeigen, wie dies funktioniert. Ich möchte hier in diesem Video die nächsten Schnitte bzw. Detailansichten erzeugen und diese auch versuchen, so weit wie möglich fertig zu machen und hier auch wiederum unterschiedlichste Konstruktionstechniken zu nutzen. Ich habe ja diese Detailansichten hier im Helios mit angebracht bzw. hinterlegt. Ich möchte hier in diesen Reiter gehen, wo mir nur meine Detailansichten, Übersichtszeichnungen, Montagepläne und Schnittzeichnungen dargestellt werden. Ich beginne mit dem Detail 2, welches ich hier einfach mal öffne, und ich möchte hier aus diesem Detail, welches überarbeitet werden muss, hier das nächste Detail erzeugen und in den Bereich des Fußpunktes gehen. Dazu speichere ich diese Datei neu ab. Vergebe hier einen neuen Namen, das heißt Detail 03, Fußbodenanschluss, und gebe hier wieder die Option der Detailzeichnung mit. Mit OK wird diese Zeichnung erneut abgespeichert und ich ändere hier auch den Namen, damit ich es hier über den Artikelstamm leichter finden kann. So, jetzt möchte ich hier einfach diese Detailansicht ändern. Ich möchte hier jetzt nicht mehr den oberen Bereich, sondern diesen unteren Bereich als Detail haben und möchte zugleich auch den Namen abändern. Jetzt wurde mir hier im HiCAD dieses Detail nach unten gezogen. Dieses muss ich hier einfach über Drag und Drop nach oben ziehen und ich habe hier somit auch mein Detail wieder abgeändert. Ich habe hier bei den letzten Videos immer die Details im 3D oder in der Blattbereich gemacht. Es gibt nur einen Unterschied zwischen dem Blatt und dem Modellbereich. Das heißt, wenn man im Schnitt Bleche zeichnet, dann tut man sich mit dem Abändern im Blatt etwas schwerer. Das möchte ich hier gleich mal zeigen. Das heißt, ich werde hier im Prinzip das erste Blech hinten zeichnen. Ich möchte hier einfach mal ein Blech, ein Abschlussblech hier an dieser Stelle zeichnen. Ich möchte hier in diesem Fall aber auch ein HCM-Maß anbringen. Jetzt erzeuge ich aus dieser Skizze ein Blech, welches ich mit den jeweiligen Eigenschaften erzeuge. Die Länge ist hier wiederum egal. Das geht hier nur um diesen Schnitt. Und jetzt ist der Unterschied, wenn ich hier im Bereich das Blech anklicke und danach aufs Feature gehe, dann sehe ich hier diese Maße nicht. Versehentlich habe ich diese Ansicht gedreht. Ich drehe sie wieder richtig und arretiere diese Ansicht zugleich, damit ich hier nicht versehentlich wieder diese Ansicht drehen kann. Das heißt, wenn ich jetzt drehe, dann springt mir diese Ansicht wieder zurück. Aber auf das, was ich eingehen wollte, ist, wenn ich hier draufklicke, ist es ja für gewöhnlich, dass man diese Maße sieht. Deswegen nutze ich das sehr gern, dass ich hier dieses Detail in mein Modell temporär ziehe und das gleiche im Modell mache. Das heißt, wenn ich hier dieses Blech nochmal anklicke, dann sehe ich auch sofort
diese Maße und kann die auch viel einfacher abändern. Und wenn ich ganz zum Schluss fertig bin, dann kann ich dies wieder einfach ins Blatt ziehen und es ist wieder an derselben Stelle. Das heißt, ich werde dieses Detail hier trotzdem im Modell lassen und im Modell aktuell weiterarbeiten. Ich nutze wieder die Option, dass nur die aktive Ansicht dargestellt wird. So, das heißt, ich habe hier mein erstes Blech. Ich möchte natürlich hier diesen Abschluss nach vorne ziehen. Das heißt, das kann ich hier in diesem Fall wieder nutzen, dass ich hier im 3D direkt eigentlich nur bei diesem Boden dies hinzufüge oder im Schnitt hier dies ergänze. Dazu kann ich hier natürlich diese Option nutzen, wo ich hier im Schnitt direkt eine Linie zeichnen kann. Diese Linie kann ich danach mit den unterschiedlichsten Werten definieren. Das heißt, ich kann hier natürlich verschiedenste Werte hinterlegen. Ich habe hier zum Beispiel eine Fliese hinterlegt und mit der mittleren Maustaste wird mir auch diese Fliese sofort eingebaut. Um diesen Abschluss auch fertigzustellen, möchte ich hier noch eine Versiegelung mit einer Richtschnur einbauen und ich gebe hier einfach die Kanten der jeweiligen Grenzkanten an und habe somit auch meine Versiegelung. Weiters möchte ich hier diesen Bereich mit einer Folie abdichten. Das heißt, ich kann hier in meinen Bereich gehen, Folie, und zeichne den Verlauf meiner Folie. Hier habe ich natürlich die verschiedensten Möglichkeiten aus den verschiedensten Herstellern, die Folien zu nutzen. Hier ist nur auf eines zu achten. Man sieht hier, es würde hier eine Breite von 224,8 mm benötigt werden. Das heißt, sprich, wenn ich jetzt ganz bewusst eine Folie nehmen würde, welche jetzt nur 200 mm lang wäre, dann würde mir hier das HiCAD dies nicht einbauen, weil diese Folie von der Breite her zu kurz ist. Ich kann mir natürlich hier auch eigene Folien definieren in den verschiedensten Bereichen und man sieht das hier sofort an der Vorschau, dass diese Folien, die Vorschau da ist, somit kann die Folie eingebaut werden. Ich kann natürlich hier auch mit der rechten Maustaste einzelne Bereiche der Folie abändern und in eine andere Richtung einbauen. Mit OK wird mir hier diese Folie auch eingebaut. Danach möchte ich hier auch zeichnerisch noch einstellen, dass hier in diesem Bereich eine Dämmung kommen soll oder ein Estrich. Das heißt, ich könnte hier natürlich die unterschiedlichsten Bereiche zeichnen, dass ich hier in diesem Fall wiederum mit derselben Funktion wiederum hier eigene Definitionen nehme oder die bestehenden und somit auch den Aufbau richtig darstelle. Weiters möchte ich hier in diesem Fall die Dämmung noch einbauen. Ich werde hier temporär, was ich gleich dann wieder rauslösche, eine Versiegelung reinbauen, damit dieser Bereich geschlossen ist. Und ich kann hier mit der Dämmung danach hier mit der mittleren Maustaste diesen Bereich abbrechen und kann hier danach einen Punkt suchen, und weil dieser Bereich jetzt geschlossen worden ist, weil ich möchte hier in diesem Bereich die Dämmung nicht mitziehen, meine Dämmung erzeugen. Das heißt, ich kann hier wieder aus einem Halbzeug wählen und in diesem Fall kann ich diese auch noch transparent schalten, wenn ich das will, oder auch nicht. Dies kann ich natürlich auch nachträglich noch leicht machen. Somit habe ich hier meinen inneren Anschluss im Prinzip fertig. Ich möchte hier natürlich noch eine Verschraubung machen. Das heißt, in diesem Fall
möchte ich eine Verschraubung, das heißt, ich wähle aus meiner Schraubenbibliothek eine Schraube aus, das heißt, ich muss hier als erstes eine Ebene definieren, welche ich hier mit der rechten Maustaste senkrecht zur Bildschirmebene. Damit wähle ich hier die Fläche aus. Achte darauf, dass der blaue Pfeil, sprich die Z-Achse zu mir nach unten zeigt, wo auch dann danach der Kopf sein wird. Wähle diese Ebene aus und suche mir hier aus meiner Schraubenbibliothek meine Schrauben aus. Ich wähle hier bewusst eine etwas längere Schraube, um dies zu zeigen. Das heißt, ich habe hier in diesem Fall diese Schraube eingebaut, kann diese natürlich jederzeit mit der rechten Maustaste editieren und daraus eine andere Schraube aus einer anderen Norm oder mit einem anderen Kopf. Das kann ich alles jederzeit nachträglich abändern. Ich möchte aber hier in diesem Fall einfach nur eine kürzere Schraube nehmen. Man sieht hier wiederum, dieses Detail wird immer wieder durchgestrichen, so wie ich auch in den vorigen Videos gesagt habe, wird mir hier einfach nur geht es um die Schraffur, das heißt, das habe ich mir auf die Taste X gelegt, das wäre in diesem Fall wieder dieser Befehl, um einfach dies schneller zu machen. Also nicht wundern, wenn ich immer wieder mal diesen Knopf drücke. So, als nächstes möchte ich vorne ein Folienleitblech haben, das heißt, ich möchte hier ein Blech an den Boden schrauben bzw. dübeln. Wähle hier wiederum mein Material aus, wähle die Länge, wähle den Werkstoff und mit OK wird mir hier dieses Blech eingebaut. In diesem Fall, wenn ich die Skizze falsch gelegt habe, gehe ich ganz einfach her und verschiebe dieses Blech hier einfach an diese Stelle. Ich kann natürlich hier wiederum mein zweites Blech, das heißt, ich möchte hier natürlich wieder ein Blech haben, welches mir an den Riegel geschraubt wird. Ich setze sehr gerne dann die Maße auch an die Skizze, um es nachträglich einfacher zu abändern, beziehungsweise auch zu wissen, was ich da eingezeichnet habe. In diesem Fall kopiere ich mir einfach diese Schraube hierher und habe somit auch hier diese Schraube. Jetzt möchte ich natürlich noch vorne dies verschrauben. Das heißt, ich gehe wieder in meine Schraubenbibliothek, rechte Maustaste, senkrecht zur Bildschirmebene, muss wieder darauf achten, wo mein Z ist und kann hier meine nächste Schraube einbauen. Das war jetzt falsch, die wollte ich haben. So, ich kann natürlich hier auch mit den verschiedensten Punktoptionen arbeiten. Das heißt, ich drücke hier zum Beispiel Dora und den Wert 20 und gebe von dieser Kante an. Das heißt, jetzt jetzt wurde mir diese Schraube 20 mm von diesem Punkt eingebaut. Dies kann natürlich jederzeit hier noch einfach abändern, wenn ich hier sage, ich möchte es nur auf 10 mm haben. Danach kann ich hier wiederum meine Folien ziehen. Das heißt, ich kann hier wiederum hergehen und hier sagen, ich möchte eine Folie. Diese Folie soll mir hier eingebaut werden. Ich kann hier natürlich auch die Punktoptionen abschalten, damit es ein bisschen einfacher einzubauen ist.
und wähle mir hier eine weitere Folie aus. Diese soll nach innen aufgedickt werden. Weiters kann ich natürlich hier aus einem Katalog eigene Zukaufsteile einbauen, welche ich auch wie vorhin mit der gleichen Option einbaue, dass ich hier meine Schrauben selbst hinterlege und diese auch sehr einfach einbauen kann. Im letzten Schritt in diesem Bereich möchte ich noch eine Dämmung haben, das heißt, ich gehe wieder her, drücke die mittlere Maustaste, wähle hier meine Option aus und sage hier, soll mit Dämmung ausgestopft werden und klicke hier rein für die Kontursuche. Hier wird mir wieder meine Kontursuche, was ausgestopft werden soll. In diesem Fall sage ich hier ganz bewusst transparent. Warum transparent? Ich werde es als erstes im ersten Schritt nochmal weglassen, damit man es gleich sieht. Das heißt, transparent heißt hier in diesem Fall, würde es natürlich die anderen Schrauben und alles, was dahinter ist, überdecken, was ich aber natürlich nicht will. Das heißt, ich klicke wieder auf Doppelklick und sage in diesem Fall, du sollst transparent sein. Das heißt, es werden mir die hinteren Teile auch dargestellt. Im letzten Schritt möchte ich hier vorne noch also mir fehlt natürlich noch der Fußboden außen. Das heißt, ich wähle hier wieder meinen Befehl. Moment, das war der falsche. So, gebe meine Skizze an. Wo soll das sein? Und wähle hier aus meinem Katalog was ich hinterlegt habe. Jetzt muss ich natürlich selbst gerade nachdenken, wo ich das hinterlegt habe. Estrich, Pflaster zum Beispiel, habe mir Pflastersteine hinterlegt und diese möchte ich hier auch einbauen. Jetzt werde ich nur an die richtige Höhe, das heißt, so. Der letzte Punkt, den ich hier noch machen will, ist hier ein kleines Panel rein. Das heißt, ich werde hier wiederum mit den gleichen Funktionen, das heißt, ich möchte hier eine Skizze erzeugen. Diese Skizze soll hier drinnen liegen, soll natürlich mit der Glasebene gleich sein und soll einen gewissen Einstand haben. Und natürlich eine gewisse Länge. In diesem Fall reicht 100 total aus. Rechte Maustaste, Blech entlang Skizze, erste Seite und somit habe ich das erste Blech, welches ich auch danach noch nach hinten kopiere. Und jetzt möchte ich hier noch einen Kunststoff einbauen. Diesen möchte ich natürlich nach unten kopieren. Und natürlich soll hier auch noch eine Dämmung reinkommen. An diese Richtung und so. In diesem Fall ist es so, jetzt habe ich eine weiche Dämmung mit 50 ausgewählt. Und man sieht hier schon an der Vorschau, dass ich hier diese Stärke, dass diese zu gering oder zu groß ist. Das heißt, ich kann hier noch auf Stauchung gehen und kann hier damit die Dämmung auch noch abändern. Kleiner Denkfehler, so. So, jetzt habe ich hier im Prinzip diese Bereiche fertig. Und jetzt
ziehe ich dieses Detail wiederum in mein Blatt und möchte hier diese Sachen auch danach beschriften. Somit kann ich hergehen und kann hier zum Beispiel meine wichtigen Höhenquote definieren, die für mich wichtig sind. Ich kann natürlich hier jederzeit auch Texte hinzufügen. Hier werden mir meine letzten Texte angezeigt. Das heißt, Oberkante außen als Beispiel. Ich kann natürlich auch mit meinen Maßen hier natürlich auch jederzeit bemaßen oder die unterschiedlichsten Maße setzen. Ich habe natürlich hier auch die Möglichkeit, meine Beschriftungen zu setzen. Das heißt, ich habe hier vordefinierte Beschriftungen, die ich definieren kann. Das war jetzt natürlich falsch. Das heißt, ich werde hier auf manuell. Hier kann ich mir meine vordefinierten Beschriftungen nehmen. Das heißt, hier zum Beispiel habe ich die Sachnummer plus die Bemerkung, Benennung, Sachnummer, Bemerkung, Werkstoffnummer. Das heißt, ich kann diese Beschriftungen allgemein definieren. Ich habe hier auch für die Teile Beschriftungen und dadurch die Teile ja immer wissen, was sie sind, kann ich hier ganz einfach die Teile ganz normal beschriften. Also natürlich je nachdem, welche Art und Weise ich beschriften will. In diesem Fall kann ich natürlich hier immer auf die Teile zugreifen und mir auch aussuchen, was ich hier haben will. So, der letzte Schritt, der für mich jetzt da wichtig ist, den ich hier eigentlich noch komplett weggelassen habe, in diesem Fall ist dieser, dass ich hier die Sachen modelliert habe. Ich habe jetzt natürlich nicht geschaut, dass es ordentlich angeordnet ist. Das würde man natürlich dann auch noch machen. Das macht natürlich gleich ein anderes Bild. Mir ist schon bewusst, dass hier noch viel zu wenige Maße sind, aber alles weitere kann man sich selbst denken, wie man da dieses Detail dann aufbaut. Wichtig ist aber im Grunde genommen hier dieser Bereich noch, da ich diese Teile hier ganz einfach, ohne darauf zu achten, modelliert habe, um einfach schnell ein Detail zu haben, ist dies hier nur in diesem Detail sichtbar. Ich möchte aber natürlich, wenn ich weitere Details auch habe, dass diese Teile auch in den anderen Teilen sichtbar sind. Das heißt, deswegen werde ich hier auch diese Teile, die ich hier auch eingebaut habe, in die externen Referenzen ziehen, damit hier auch in weiterer Hinsicht die in den anderen Konstruktionen auftaucht. Die Baugruppenstruktur natürlich ist auch nicht zum Unterschätzen, aber gerade am Anfang, wenn man noch nicht weiß, was man braucht, ist dies natürlich schwierig. Als Beispiel hier bei diesem Panel wäre es natürlich ein einfaches, hier gleich zu sagen, dies soll meine Baugruppe sein. Und natürlich dementsprechend auch eine Verwendungsart,
die ich für die weiteren Werkstättenzeichnungen danach noch benötige. Somit habe ich hier zumindest ein Detail ein bisschen fertig. Das kann man natürlich noch weiter optimieren, das ist mir schon klar. Ich kann natürlich hier in diesem Fall danach auch die Ansichten auf Hidden Line gestrichelt und hier auch in der Ansicht meine Maße und alles Mögliche ergänzen und ein 3D-Detail hinzufügen. Das werde ich jetzt auch noch schnell machen, damit man es einfach sieht. Ich kopiere dieses Detail einfach mal, damit man auch sieht, dass hier alles auch im 3D passiert ist. Das heißt, das machen wir jetzt noch etwas kleiner. Und da dieses Detail noch gesperrt ist, möchte ich es hier einfach mal drehen, damit man sieht. Das heißt, ich habe alles komplett im 3D gezeichnet. In diesem Detail würde ich natürlich noch die Beschriftungen löschen, die hier noch mitgekommen sind. So. So. Und somit habe ich hier ein 2D und ein 3D-Teil. Und dies würde mir hier durch die Referenzierung natürlich auch, hätte ich sofort mein PDF. Und wenn ich jetzt zurück ins Gesamtmodell gehe, dann wird hier alles aktualisiert. Und man sieht auch hier, dass ich alle Teile, die ich dort im Detail modelliert habe, hier auch im 3D-Modell vorhanden sind. Und somit brauche ich hier eigentlich auf die Länge nicht zu achten, sondern würde die einfach, bis ich eine Freigabe habe, so belassen und danach erst auf die richtigen Längen bringen.